Moin Moin, hier ist der Zapp. In dieser Recipe for Disaster Review bekommst du einen kleinen Einblick in das neue Restaurant-Management-Spiel mit lustigen Unfällen und spannender Wirtschaftssimulation. Ich erzähle dir, wie es sich spielt, was alles drin ist und am Ende gibt es eine Wertung von mir. Aber vor allem möchte ich dir alle Infos geben, damit du für dich selbst entscheiden kannst, ob das Spiel dir Spaß machen könnte. Recipe for Disaster wird von Dapper Penguin Studios entwickelt und von Kasedo Games gepublished. Mit Rise of Industry hat das Studio bereits ein erfolgreiches Spiel herausgebracht. Hier sind also keine völligen Neulinge am Werk. Ich habe einen kostenlosen Testkey erhalten, meinen Dank dafür. Dies sollte aber keinen Einfluss auf meine Bewertung haben, da ich alle Spiele immer mit dem Gedanken im Hinterkopf teste, wie würde ich mich fühlen, wenn ich den vollen Preis bezahlt hätte. Hintergrund: Early Access. Recipe for Disaster erschien bereits Anfang November 2021 im Early Access und ist noch kein fertiges Spiel. Aber man kann jetzt schon einige Stunden spielen und für den günstigen Preis von unter 17 € bekommt man auch eine gute Auswahl an Spielinhalten. Aber klar ist, es handelt sich hier um ein Game mitten in der Entwicklung, das zwar schon jetzt interessante Spielelemente bietet, aber es ist noch nicht alles so, wie die Entwickler es vorhaben. Und als Early Access Titel bietet es auch die Möglichkeit, per Feedback, Bug-Reports und Vorschlägen aktiv am Spiel mitzuwirken. Recipe for Disaster ist hier besonders vorbildlich, denn es gibt nicht nur das typische Umfrageformular und einen Discord-Server, wo man Feedback abgeben kann, sondern auch im Spiel ein per F11-Taste aufrufbares Feedback-Menü. Dort kann man direkt beim Spielen seine Meinung kundtun oder Bugs mit Screenshot und entsprechenden Infos einsenden. Spieltyp: Tycoon Game. Recipe for Disaster ist ein klassisches Restaurant-Tycoon-Game mit einigen Besonderheiten, was Mitarbeiterfähigkeiten und Eigenschaften angeht. Es erinnert grob an die Versionen von Pizza Connection aus den 90ern und frühen Nullerjahren. Das Spiel gibt uns die Möglichkeit, eigene Rezepte zu erstellen, aus einer sehr umfangreichen Palette an Zutaten. Wir müssen Lagerhaltung planen und es gilt auch auf die Sauberkeit zu achten. Unser Personal hat Vorlieben und Abneigungen, sowohl gegenüber bestimmten Tätigkeiten als auch Mitarbeitern. Es gibt ein Level-System, mit dem unsere Angestellten Erfahrungen gewinnen und ihr Können in 8 verschiedenen Berufsskills steigern. Beim Stufeneinstieg können wir auch jeweils einen Passivskill aus 3 angebotenen auswählen. Dadurch werden unsere Mitarbeiter mit steigender Erfahrung insgesamt immer besser. Bei der Arbeit müssen Pausen und Ausdauer beachtet werden. Jeder Mitarbeiter hat auch einen Stresslevel, der durch zahlreiche Einflüsse wie Gehalt, Schmutz oder Probleme im Restaurant steigen kann. Und wenn er zu hoch wird, gibt es Nervenzusammenbrüche oder unsere sanfte, freundliche Bedienung kann zur ausrastenden Furie werden und in der Küche Feuer legen. Und wie es sich für eine Wirtschaftssimulation gehört, kostet natürlich alles Geld. Es gibt laufende Kosten zu beachten, Zutaten, Geräte, Möbel, Dekor und Gehälter nagen an unserem Vermögen. Da müssen wir, unsere Mitarbeiter, vor allem aber unser Restaurant und die Speisen bei den Kunden gut ankommen, um nicht pleite zu gehen oder nur die Kosten zu decken. Und um eventuell sogar dicke Gewinne einzufahren, braucht es je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad teilweise eine Menge Feintuning und Mikromanagement. Außerdem bietet das Spiel einen umfangreichen Baumodus, mit dem wir unser Restaurant nach unseren Vorstellungen umbauen, erweitern oder bei Bedarf auch komplett abreißen und neu bauen können. Falls unser Geld dafür reichen sollte, denn ein Luxusrestaurant hinzustellen, kostet wirklich große Beträge. Wir können hier Wände bauen, Tapeten und Fußbodenbelege gestalten und aus einer großen Auswahl von Möbeln, Dekorationen und Pflanzen ein möglichst ansprechendes Lokal mit Außenbereich erschaffen. Später gibt es auch zusätzliche Landparzellen zu kaufen, mit denen wir noch größere Restaurants bauen können. Gameplay, Kampagne und Freeplay. Momentan bietet das Spiel ein kurzes Tutorial und eine 5-Level-Kampagne mit unterschiedlichen Vorgaben und kleinen Geschichten drumherum. Dabei steigt die Spieldauer von Level zu Level an und die Herausforderung ebenfalls. Je nachdem, wie schnell man das Spiel stellt und wie geschickt man sich anstellt, sollten diese 5 Missionen 5 bis 10 Stunden Spielspaß bieten. Zusätzlich hat das Spiel mit einem ersten größeren Update jetzt einen umfangreich einstellbaren Freeplay-Modus bekommen. Hier kann man sich sein Spiel entweder mit leicht, mittel, schwer Vorgaben starten oder nach eigenen Vorlieben mit 20 verschiedenen Parametern genau einstellen. Damit ist der Wiederspielwert enorm gestiegen und man kann immer mal wieder ein neues Game starten. Und alle Ziele des Freeplays zu erreichen, dauert auch sehr viel länger als die Kampagnenaufgaben. Technik, Grafik, Sound.
Recipe for Disaster wird in der Unity Engine gebaut und das gibt eine stabile Grundlage für das Spiel. Es ist mir auch in über 30 Stunden Testzeit nicht einmal abgestürzt. Die Ansicht im Spiel ist in 90-Grad-Schritten drehbar und frei zoombar. Mit meiner Mittelklasse RX 580 Grafikkarte hatte ich bei 1440p und vollen Details auch in großen Restaurants immer mehr als 30 FPS. Die Grafik ist im Low-Poly-Stil eher einfach gehalten, kann mit seiner simplen, aber doch effektiven Beleuchtung auch recht schicke Abwechslung auf den Bildschirm bringen. Das wird auch unterstützt durch eine Vielzahl an Varianten bei den Figuren und Möbeln sowie zahlreichen unterschiedlichen Texturen für Wände und Fußböden. Die Vertonung ist ausreichend bis gut. Hier gibt es für viele wichtige Ereignisse kurze Samples und teilweise auch Varianten, damit mehrere gleiche Ereignisse hintereinander nicht exakt gleich klingen. Die Musik besteht aus einigen Jazz-Tracks, ist insgesamt ganz passend und nicht zu nervig. Aber alles in allem könnte durch mehr Varianten in der Vertonung noch etwas mehr Ambiente aufgebaut werden. Das Spiel hat keine Sprachausgabe, braucht aber auch keine. Und die Bildschirmtexte sind in insgesamt 7 Sprachen verfügbar. Neben Deutsch und Englisch werden hier zurzeit Französisch, Spanisch, Russisch, Japanisch und vereinfachtes Chinesisch angeboten. Die Texte auf Deutsch und Englisch sind okay, haben aber hier und da noch kleinere Problemchen und manchmal sprengt ein Text die Umrandung oder ist etwas merkwürdig abgekürzt. Insgesamt wirkt die Benutzeroberfläche an einigen Stellen noch etwas unausgereift. Hier ist auf jeden Fall noch Verbesserungsspielraum vorhanden, aber im Großen und Ganzen funktioniert alles so, wie es jetzt ist. Recipe for Disaster Test, Meinung und Fazit. Tja, sehr viel wirklich fundamental zu meckern habe ich hier gar nicht. Das Spiel läuft stabil, Bugs sind selten und fast nie so dramatisch, dass sie den Spielspaß zerstören könnten. Das Balancing ist hier und da noch etwas merkwürdig, aber auch da gibt es nichts wirklich massiv Störendes. Die Stadtkarte könnte größer sein oder vielmehr sollte das Spiel von der bereits vorhandenen Karte einfach mehr nutzen. Denn wenn man F2 drückt, sieht man bereits, dass ein ganzer Stadtteil dargestellt wird, rund um das Quadrat, auf dem das Restaurant steht. Allerdings ist das meiste davon bisher ungenutzt. Ich würde mir noch mehr Statistiken wünschen, mehr Informationen über die Vorlieben der Kunden. Und auch in der Küche wünschte ich mir öfter genauere Tools, die helfen könnten, die Abläufe besser zu analysieren, ohne dass das Spiel mir direkt sagt, bau eine Fritteuse mehr, dann läuft's besser. Insgesamt träume ich natürlich von einer Art Pizza-Connection mit mehreren Restaurants, Werbung, Konkurrenz, unterschiedlichen Vorlieben je nach Stadtteil, mehr Statistiken, mehr Komplikationen etc. Apropos Komplikationen. Es fehlt noch etwas an dem, was dem Spiel den Namen gab, nämlich den Desastern. Es gibt die Nervenzusammenbrüche, Schmutz und Feuer, aber ansonsten passiert bisher nicht wirklich viel Chaotisches oder Störendes im Tagesablauf des Restaurants. Recipe for Disaster bietet eine große Auswahl bei den Figuren. Durch das Angebot, für fast alles RGB-Farben zum Einfärben zu nutzen und eine brauchbare Palette an netten 3D-Modellen, erlaubt das Spiel viel Gestaltungsspielraum. Mehr von allem wäre natürlich klasse, denn ein zu viel wird es hier wohl nie geben. Insgesamt könnte Recipe for Disaster mehr Content haben, denn von einem guten Spiel ist nie genug vorhanden. Aber hier haben die Entwickler auch noch einiges geplant. Weitere Kampagnen wären schön und ein Multiplayer ist im Menü bereits jetzt angeteasert. Dort soll man dann mit Freunden um die Wette kochen können. Ich hoffe, es wird auch einen Koop-Modus geben, mit einem Freund oder dem Partner gemeinsam ein Restaurant zu leiten. Das wäre doch was Spannendes. Spielererstellte Szenarios sind geplant, wie genau dabei dann die Einstellungsmöglichkeiten sein werden, weiß man jetzt aber noch nicht. Ich würde mir einen kompletten Kampagneneditor wünschen, in dem man seine eigenen Level bauen, Aufgaben erstellen und Probleme definieren kann, aber mal schauen, was da in den nächsten Monaten noch von Dapper Penguin kommen wird. Eine Anbindung an den Steam Workshop ist bereits in Funktion, so dass man jetzt bereits seine Rezepte mit anderen teilen kann. Wenn die anderen user-generierten Inhalte dann auch alle im Steam Workshop landen, wird man auch als Nicht-Baumeister hoffentlich bald mehr Inhalte für das Spiel herunterladen können. Alles in allem macht Recipe for Disaster mir zumindest viel Spaß. Meine Frau hat das Spiel auch getestet und kam zum gleichen Ergebnis. Und auf schwer ist das Spiel auch richtig fordernd, selbst für jemanden wie mich, der sehr oft Wirtschaftssims spielt. Und wer es nicht so schwer mag, es lässt sich ja alles auch leichter drehen. Recipe for Disaster Review, Wertung.
Zählen wir die wenigen Kritikpunkte und die vielen Vorteile zusammen, möchte ich Recipe for Disaster bereits jetzt im frühen Early Access Zustand eine 80% Wertung geben. Es macht Spaß und hat einen ausreichenden Wiederspielwert und kann für jede Sorte Spieler eingestellt werden, von nur mal entspannen bis hin zu knackiger Herausforderung mit Micromanagement ist alles möglich. Nichts ist derzeit so störend, dass ich irgendwo Punkte abziehen müsste. Wenn ich dann auf den recht günstigen Preis von 16,99 € schaue, möchte ich dem Spiel für den gebotenen Spielspaß pro Euro auch noch einen Bonus von 5% geben. Damit landen wir bei einer Endbewertung für Recipe for Disaster von 85%. Und da die Entwickler für das Spiel noch reichlich Pläne haben, sehe ich Chancen für eine Top-Bewertung in einigen Monaten. Hier reift ein Geheimtipp für Feinschmecker guter Wirtschafts-Sim-Küche heran. Magst du gern wuselnde Mitarbeiter bändigen und zufriedene Kunden abkassieren? Oder sind komplexe Simulationen und Management nicht so dein Ding? Schreib mir gern deine Meinung in die Kommentare oder im Community-Discord unter zapzock.de/discord. Mehr Gaming-News, Spiele-Reviews und Guides findest du auf dem YouTube-Kanal oder unter zapzock.de. Daumen klicken, abonnieren und mit Freunden teilen kann bestimmt nicht schaden. Und dann wünsche ich dir einen tollen Tag. Ciao, ciao, dein Zap.